Wir haben Ende Juni, es ist schön warm. In Kiel hat die Kieler Woche gestartet und wir haben die kürzeste Nacht vor uns. Wir haben also mittlerweile kurz vor 11 Uhr. Ich bin hier mutterseelenallein, aber ja, es ist noch relativ hell. Haben also Mitsommernacht und Claudia und Carsten haben das zur Idee gemacht, eine Mitsommernachtstour zu machen, 300 Kilometer lang, von Kiel über Husum, somit wohl einem der bekanntesten Leuchttürme, die wir hier haben, zum Westerhever Leuchtturm mit diesen beiden kleinen Häuschen an der Seite. Da wird dann sicherlich in stockfinsterer Nacht ankommen, aber wir haben wolkenfrei und es ist heute Vollmond. Mal gucken, wie das nachher wird, das Licht. Ja, ich hatte eben leider einen Luftablass im Reifen bei mir. Ein Loch scheint es nicht zu sein. Weiß nicht, wo das rauskommt. Deswegen die Truppe, mit der ich eben unterwegs war, die ist natürlich weitergefahren. Mal gucken, ob ich sie gleich beim nächsten Checkpoint wieder treffe und dann weiter mit denen fahre. Das sind 7 Leute, es war die erste Gruppe. Aber der Rest ist noch hinter mir. Insgesamt sind so 34 Leute auf der Strecke. Und dann, ja, mal gucken. Vielleicht lasse ich mich auch zurückfallen, fahre bewusst langsam und schließe mich dann der nächsten Gruppe, die nach mir folgt, dann an. Ja, es geht erst einmal nach Husum. Da ist dann der zweite Checkpoint. Und jetzt spule ich zurück zum Start, wie wir so aus Kiel rausfahren und langsam in diese Abenddämmerung reinrauschen. Also die ersten 90 Kilometer waren ziemlich schnell, zumindest in der Gruppe, in der ich war. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Wird also wahrscheinlich eine traumhaft schöne Nacht für mich. Geht nachher bei den Schafen am Deich lang. Die werden da wahrscheinlich überall auf dem Weg rumliegen. Genug Licht habe ich mit und jetzt spule ich zurück zum Start. Audax Randonneurs Alemannia, das 300 Kilometer Brevet zur Mitsommernacht im Herzen von Schleswig-Holstein, Gruppe fahren durch die kürzeste Nacht zu Deutschlands bekanntestem Leuchtturm. Komm mit, sei dabei. Faszination Brevet fahren, das ist Audax. Willkommen. Es ging mal wieder los mit der Audax zu einem wunderschönen Spot. Das Ganze zur kürzesten Nacht des Jahres. Start ist wieder in Kiel. Und es geht im ersten Track hoch an der Schlei vorbei nach Schleswig, dann rüber an die Nordsee nach Husum nach knapp 100 Kilometern und zu dem Hauptspot, dem Westerhever Leuchtturm, dann beim Eidersperrwerk entlang nach Heide, bevor wir dann ab Schenefeld am südlichsten Punkt wieder zurück nach Kiel fahren. Insgesamt ein bisschen über 300 Kilometer. Relativ flach, knappe 1500 Höhenmeter gerade mal. So, das ist Zeit für einen 300er. So, in 1,5 Stunden Start hinfahren muss ich auch noch. Also mitkommen wieder an Technik. Handy zweimal als Backup für Navigation und für Anrufe. Dann 2 Frontlichter, das ist mehr so ein Filmlicht hier, das Riesending. Das kommt nachher so auf den Helm rauf, eine Helmlampe. Das sind auch Helmlampen. Hier habe ich noch 2 in der Tasche. Naja, auch noch mit diese kleinen. Die kommen alle an den Helm ran. Die kommt hinten ran. 2 Rücklichter fürs Rad. Die GoPro, die ich genannt habe, plus 2 Akkus. Reflexband, 2 habe ich schon an den Füßen. Die Brille natürlich zu essen. Naschi, Schokolade, eine Banane, Brötchen, 2 Scheiben Brot, ein bisschen Kuchen. Und dann Armlinge, Beinlinge, Handschuh, so ein Halsschal, aber ich glaube, den brauche ich nicht, bloß was Dickeres. Und dann hier genau hinten ist noch mein Windbreaker dran in Signalfarbe. Der hängt dann hinten, dass man schnell rankommt. Ja, kurz zum Start hier Zinksalbe, selbst gemacht.
ein bisschen Zinksalbe zum Mitnehmen und zum Reparieren. Aufpumpen, notfalls Schlauch wechseln, Kette wechseln, das ist alles mit. Ja, und zu trinken halt noch die beiden großen. Das sind so 5 Kilometer vorher, fahren wir vor dem Deich an der Nordsee. Wir sind jetzt noch in der Nacht abgefahren. Wir haben viele Schafgatter, die gehören halt zu Nordfriesland dazu. Und ihr habt eben auch viele Schafe. Und Schafe liegen gerne keine Wegen, wenn das weiter. Auch die letzten 2 Kilometer sind gelb, Wo haben wir denn die zweite? Oder nehmen wir die? Nee, eine Hochbrücke bei Altersdorf steht über die Hochbrücke. Und morgen geht es bei der Tierzeit ab 7 gibt es für die, die möchten, noch ein Frühstück, einfach hinten im Garten durchkommen. Und ja, auch bis 5 Minuten Einladung. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Fahrt. Ich freue mich, dass man Zwiebeln natürlich auch, weil es eine neue Strecke ist. Zu viele Schafe, zu wenig Schafe. Schlechte Strecke. Muss man was sagen. Und ja, dann gute Fahrt und kommt bis wieder. Ja, 2, 3 Sachen möchte ich noch mal kurz sagen. Hat Husum das letzte Verpflegungsmöglichkeit für 90 Kilometer, bevor der Leuchtturm kommt. Da solltet ihr euch gut eindecken. Und ja, ich glaube, jetzt so sagte, kurz vom Leuchtturm, das 2 Kilometer davor, merken, dort wird eine Gedenkfahrt für Klaus und Stefan stattfinden. Von Hamburg und von Schneekirchenhaus. Und da treffen wir uns dann in der Mitte in Parkstedt in der Nähe von Neumünster. Wir werden dann verwandt fahren. Aber da gibt es noch Bescheid. Danke. Oh, jetzt warte mal. Da war es. Nee, machen wir nochmal ein. Da war so viel orangene Weste im Vordergrund. Okay, danke. Ja, und nun passiert mir was, was mir noch nie passiert war. Denn ich krieg diesen Check-in mit dem E-Privé einfach nicht hin. Guido, geht los. Ja, ich weiß nicht, er macht das hier nicht. Er macht das nicht. Nee. Wir können ja sein, das Zeug muss keine Angst haben. Ja, Carsten sagte später, man hast du das Bild vor 19 Uhr gemacht, aber man konnte es eben sehen, das Bild war definitiv nach 19 Uhr gemacht. Und er wollte das irgendwie nicht. Also er sagte mal, das Format gefällt ihm nicht. Dann wollte er irgendwie, dass ich so aus 2 identischen Kontrollen was wähle. Ich habe dann einfach nur, weil die anderen wirklich alle losfuhren, dann 1 gedrückt. Sehr viel Spaß. Danke. Das ist sein erstes Privé. Na, jedenfalls wird das mit dem E-Privé nicht klappen. Und so fuhren wir dann als einigermaßen geschlossene Gruppe langsam aus Kiel raus. Der Start war diesmal ja direkt bei Claudia zu Hause. Mensch, wo kommt das denn her? Gerade eben bei dir rausgefallen. Oh, wo kommt das denn her? Meine Privé-Karte und mein ganzes Geld. Danke dir. Waren zwar nur 5 Euro, aber das ist Pommesgeld sozusagen. Na. Danke, 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 ey. Da bist du ja wieder. Noch kommst du ja prima mit. Noch ein paar rote Ampeln kommen, kann ich entscheiden. Ja, bis zur Fähre kriegst du es ja vielleicht noch hin. Aber ich sehe schon, da sind einige Heizer vorne mit bei. Also nochmal. Toi, toi, toi. Ja, da kam einer mit Tourenrad an und fuhr sein allererstes Privé.
hat er bestimmt eine gute Wahl getroffen, diesen 300er zu nehmen. Das im Sommer, wenn es schön warm ist. Und ich denke, er wird es schaffen. Also er ist auch EBRIW gefahren. Und da werden also alle erfolgreich finishen. Und so geht es für uns weiter aus Kiel raus. So. Kette wieder rausgegangen. Ja, das passiert mir immer wieder mal. Ein bisschen ausgenubbelt wahrscheinlich die Kurbel, sodass ab und zu mal die Kette abfliegt. Aber allmählich kriege ich sie während der Fahrt wieder mit dem Fuß raufgefummelt. Und noch sind wir eine Gruppe. Also knapp 40 Leute sind wir, die wir starten. Ja, und diese Pferde da, die sahen uns, dann starteten die gleich durch und liefen mit uns mit. Fand ich total goldig. So lang wie die Wiese war. Die kommen mitgelaufen. Da hatten die Pferde wohl ihren Spaß, uns zu verfolgen. Nun sind wir in Landwehr. Die erste und einzige Fähre über den NOK. Ah, die kommt gerade. Ja, Sicherheit wird da sehr groß geschrieben bei den Fähren neuerdings. Da warteten wir erstmal, bis das große Containerschiff durchgefahren ist. Und dann ließ man uns wieder auf die Fähre rauf. So müssen wir alle irgendwo noch hin. Der Trupp ist ja fast wieder komplett, müsste das sein. Ja. War nicht ganz, ein paar wenige fehlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 Leute. Ja, so mussten wir erstmal den Berg hoch, hinterm Kanal. Sonne stand schon schön tief, also wir haben jetzt knapp 20 Uhr. Und wir werden jetzt so bis 11 Uhr einer immer tiefer gehenden Sonne oder untergehenden Sonne entgegenfahren.
Kann man hier super sehen. Oben bilde ich wieder ab und zu mal diesen Track ein, wo wir dann gerade auf dem Rundkurs uns befinden. Die kennen die Holperstrecke nicht. Hier ist nämlich der Radweg astrein, zudem windgeschützt. Und so fuhren dann die meisten auf dieser Holperstrecke. Es sind also viele Schlaglöcher. Und da in der Gruppe lang zu kacheln, kann schon ein bisschen übel enden für den einen oder anderen, dass man da ein Schlagloch erwischt, was man nicht haben will. Und ein paar fahren dann halt auf diesen ganz neuen Fahrradweg, der schön geteert ist, schön geschwungen hinter einer Hecke. Aber Wind haben wir anfangs nicht, der kommt nachher ein bisschen später, wenn wir Richtung Nordsee kommen. Und so geht's für uns alle Mann weiter Richtung tiefstehender Sonne. Wir haben ja jetzt Ende Juni. Es ist hervorragend warm. Ich habe mir so ein Vlies mitgenommen, falls man in der Nacht dann doch vielleicht friert, aber weder Vlies noch dieses Halstuch werde ich brauchen. Also es wird wunderbar warm bleiben in der Nacht. Wie man auch sieht, die Windmühlen stehen. Ja, nun haut Carsten ab. Vorne sind auch so ein paar lose. Ich hänge mich hinten ran. Und das wird jetzt wieder ein Wechsel sein, dass wir jetzt eine kleinere Gruppe werden. Jetzt sind wir so 7, 8 Leute. Und wir werden zusammenbleiben bis zum Schluss. Wir werden nachher sehen, dass wir viele, viele Gatter haben und am Deich nicht schnell fahren können. Aber wir werden trotzdem einen Schnitt von knapp unter 30 halten können. Also 29, irgendwas ist der Schnitt in Bewegung. Trotz dieser ganzen Hindernisse nachher an der Nordsee. Und es geht wieder runter. Ja, das sind die Hüttener Berge oder die Randbereiche der Hüttener Berge. Da haben wir noch richtig Profil. Und so sehen wir zu, dass wir weiterhin hohen Speed halten. Geht Richtung Schlei, Richtung ersten Kontrollpunkt in Bußdorf heißt das, ist neben Schleswig.
Okay. Und so geht's an schönen, ruhigen Landstraßen entlang, gesäumt von Hecken, Oh Gott, wie schön. Richtung zur Schlei. Sonne wird jetzt immer tiefer und tiefer. Wir sind auch schon kurz vor Busdorf jetzt. Uhr haben wir. Und immer entgegen der Sonne. Einfach fantastisch, so dieser Sonne entgegenzufahren. Genau die richtige Richtung von dem Kreis, den wir fahren. Da kommt doch ein Auto. Also am Abend in Richtung in die Sonne rein. Und nach der Nacht mit einem riesigen Vollmond, den wir haben werden, geht es dann der Sonne entgegen oder auch dem Sonnenaufgang. Also vom Licht her wird das wirklich ganz hervorragend, diese Tour. Das ist jetzt hier Höhe Schlei oder Schlei-Ausläufer am Ende bei Heiterbu, diesem bekannten Wikingerort, den man als Freilichtmuseum besuchen kann. Kontrolle. Erste Kontrolle. Die wollten schon vorbeifahren, die anderen. Also schnell ein Foto machen lassen. Einmal sollen wir ja während der gesamten Fahrt immer ein Foto mit Fahrer und Rad machen. Es geht dann so ein bisschen quer rüber, aber ne? Ja, ist egal. Und die Uhrzeit, wann wir jetzt gerade sind. Mhm. Wo haben wir jetzt? 21:21 Uhr. Na, ich hatte längere Zeit bei dem E-Brevet rumprobiert, aber das hat halt einfach nicht geklappt. Ich werde mal ein extra kurzes Video einstellen, wo man mal so genau sieht, wie das dann auf dem E-Brevet aussah, weil ich kann mir nicht erklären, was jetzt das Problem war. Also knapp 9:30 haben wir jetzt. So, es geht weiter. Mein E-Brevet geht nicht. Irgendwie der Start hat nicht geklappt, naja. Das heißt Analogkarte und Fotos machen. Also wir haben jetzt 9:30, haben 65 Kilometer gefahren und sind nun auf dem Track Nummer 2. Und sind immer noch in dieser 8-Mann starken Gruppe und fahren relativ zügig
weiterhin in diesen herrlichen Abend rein mit tiefstehender roter Sonne. Scheiße. Ehrlich? Kommt was raus? Ja, ein Teilnehmer sagte mir, du verlierst Luft. Und dann habe ich auch gesehen, da wurde das doch recht platt, der Hinterreifen. Ja, da ist irgendwo ein Loch drin. Wo kommt das denn her? Wo soll denn der sein? Ja, ich habe da wirklich längere Zeit gesucht, ob irgendwo vielleicht ein kleiner Fleck zu sehen ist, dass da schon die Dichtmilch abgedichtet hat. Und der Schlauch war gerade mal 3 Wochen drauf und bislang hat er immer gehalten. Ich war allerdings noch nicht so viel gefahren damit. Und ich habe nur so eine Notpumpe mit. Also die ist schön klein und leicht, aber besonders viel Luft pumpt die dann nicht rein. Also man sitzt dann doch längere Zeit da dran, da genug Druck auf den Reifen zu bringen. Oh, hören kann man nichts. Aber da war definitiv ordentlich was raus. Oh, schon wieder was raus. Das ist ja echt ein bisschen blöde. Da muss ich die Pumpe zurechtlegen. Regelmäßig anhalten, pumpen. Der ist ganz neu, der Mantel. Oh, da ist die Pumpe. Ja, lässt sich leider nicht ändern. Also wieder rauf aufs Rad. War ja gerade mal ein Tick hinter Bußdorf, also Schleswig. Und auf dem Stück nach Husum bin ich halt als allein gefahren Also sind in Husum. und habe versucht, die anderen wieder einzuholen. Bin also jetzt an Kontrolle Nummer 2. Eine Tankstelle mit Nachtschalter. Wo die 2 ist, einen Stempel drauf machen und die Uhrzeit hinschreiben, die wir gerade haben. Ah, der Rest ist bei McDonald's, wa? Ja, da hat die Kassiererin das gleich erwähnt, dass vor kurzem Danke Ihnen. Gerne. die anderen alle da waren. Also die waren gar nicht so schnell. 10 Minuten waren sie hier und dann sind die zu McDonald's. Wollen die hin? Der soll hier irgendwo sein. Also knapp vor 11. Da ist er Da schon. in Husum angekommen. Und da hatte ich ja Glück gehabt, dass die anderen da gedacht haben, sie machen einen Besuch bei McDonald's. Ah, da sind die auch. Ziehen sich gerade wieder an. Und dass die Kassiererin das noch gesagt hat, denn das lag nicht direkt auf der Route. Der McDonald's Hi. hier. Ja, die waren alle noch da, waren sich gerade am Fertigmachen. Und so konnte ich mich dann wieder der Gruppe anschließen. Und so geht es jetzt erstmal durch Husum. Kurz vor Mitternacht. Ist immer noch relativ hell, wie man sieht. Das ist also jetzt die Innenstadt von Husum.
gegen 23 Uhr. Und jetzt geht es langsam Richtung Deich. Ja, wir haben doch mehr Flut, das ist Niedrigwasser scheinbar. Ja, da fahren wir dann immer am Innenhafen vorbei. Da kann man schon so ein bisschen den Tidenstand sehen. Und zum Leuchtturm Westerhever sind es jetzt noch ein Tick unter 40 Kilometer. Also ein kurzer Trek. Und fahren jetzt am Außenhafen vorbei oder an dieser Husumer Au. Und wir bekamen jetzt immer mehr dieses tolle Abendrot. Also der ganze Himmel war so mit so einem leuchtenden Band umzäunt. Klasse Abendrot, wirklich ganz toll. Und noch Und jetzt kam auch der Wind. Westküste ist eigentlich immer Wind. Nachts war immer ein bisschen weniger. Aber hier stehen auch viele Windparks. Wir werden auch durch einen größeren durchfahren. Die wurden dann nicht für Lauen gebaut. Und so haben wir jetzt erstmal viele Kilometer Wind von vorne. Haben jetzt also so knapp 120 Kilometer hinter uns. Und das Schöne in der Nacht ist ja auch, dass die Landstraßen schön ruhig sind. Also haben wir für uns fast ganz allein. Nur ganz ab und zu ist da mal ein Auto. Zum Deich rübergehen, glaube ich. Dieser Zacken da dürfte der Übertritt über den Deich rüber sein auf der Karte. Und bis zum Leuchtturm sind es dann noch 10 Kilometer. Und wir heizen hier ganz schön und der Wind ist von vorn und immer noch recht hoch. Und danach dürfte dann ja sich der Kurs ein bisschen drehen und dann kommt dann langsam immer mehr von hinten. Und wir haben jetzt so kurz vor Mitternacht, glaube ich, kann das nicht gut sehen. Die Zahl auf dem Handy ist verdammt klein. Ja, so 23:55 genau war es zu dem Zeitpunkt. Und sind also jetzt knapp 5 Stunden unterwegs für 130 Kilometer. Und weiter geht's nun auf diesen kleinen Wirtschaftswegen mit gut Speed, den Wind schneidend in stockfinsterer Nacht. Da Richtung Deich wechseln uns dann immer ab, wer vorne ein bisschen mehr arbeiten muss, im Wind dann. Also es hat wirklich was, so mitten durch die Nacht zu rasen. Und es ist wirklich stockdunkel, da ist keine Lampe, kein gar nichts, außer das, was wir mitgebracht haben. Durch die Götter. Ja, nun beginnt diese Strecke mit den Schafgattern, also diese selbstschließenden Sperren, dass die Schafe da nicht abhauen können.
Und die versauen einem natürlich wirklich den Schnitt, weil wir machen das so mal so. Der Erste, der am Gatter ist, Danke hält dir. das auf. Und alle fahren dann durch. Und dann muss man vorher ordentlich runterbremsen. So, jetzt kommt das Ding hier ran. Auf den Helm. Ein Lichtmonster. Der macht alles taghell. Das kommt jetzt hier oben rauf. Ja, so Carsten und noch einer von unten, weil da mehr Gatter sein sollen auf dieser Seite hier. Ja, mal gucken, ob wir jetzt im Dunkeln ein paar Schafe sehen. Im Moment ist hier alles dunkel. Man sieht eigentlich überhaupt nichts außer die Straße. Ja, so Mitternacht haben wir jetzt. Also es war so ein wirklich in wenigen Minuten von Schummerlicht auf wirklich Stockdunkelheit. Ach, die denken, wir Blendlicht hier. Macht alle wach. Und dann wurde die Dichte der Schafe immer stärker. Überall lagen dann die Schafe rum. Ja, die pennen hier auf der Straße. Na ihr? Ah, ich sterbe euch mitten in der Nacht, ne? So ein Scheiß. Ja, und gefühlt alle 400 Meter war dann so ein Schafgatter. Die ich gefilmt habe, da habe ich dann also 15, 16 Stück gezählt. Aber es waren doch einige mehr. Wo wir dann immer abbremsen mussten, dann da durchfahren und dann wieder beschleunigen. Danke dir. Was ja doch den Schnitt ziemlich runterholt. Dankeschön. Und das nächste Schafgatter. Nummer 4. Ja? Danke. Und da hinten sieht man noch zwei Rücklichter, das werden Carsten und der andere sein. Also hier sind wieder auf der Rückseite vom Deich auf dem Weg, aber hier sind genauso Gatter. Das nächste Gatter. Kann man auch sehen, wie schön dieses Licht dieser Helmlampe ist. Also die macht wirklich Häuser hell. Nutze ich so ein bisschen mehr als Filmlicht, dass ich dann auch da, wo ich hingucke, ein bisschen Licht für die GoPro habe. Denn in der Nacht macht die nicht so schöne Bilder. Die verwackeln dann doch ein bisschen mehr als am Tag. Danke. So, da ist er. Wie schaut er aus? 2,5 Kilometer noch. Ja, womit der bekannteste Leuchtturm Deutschlands mit diesen beiden Häusern nebenbei. Das helle Licht da hinten, das ist der Leuchtturm. Und da vorne hinten sind zwei rote Punkte, das sind die Rücklichter von Carsten. Und da müssen wir jetzt auch hin. So, Achtung! Sorry! Ja, die wollen wahrscheinlich den Leuchtturm bei Nacht fotografieren mit riesigen Objektiven. Oder die gucken Tiere an.
Ja, sie werden uns nachher groß applaudieren, wenn wir zurückkommen und wieder an ihnen vorbeifahren, diese Fotografen. Die haben sich wahrscheinlich riesig gefreut, wenn wir nachher den Leuchtturm schön hell erleuchten mit den Lampen. Dankeschön. Ach, das ist offen und bleibt offen. Und dann haben die bestimmt einen tollen Kontrast gehabt, diese schwarze Nacht und dann über so ein sehr weites Tele sicherlich diesen Leuchtturm so schön beleuchtet bekommen haben. Also, da ist das Ziel. Und wir haben ja auch Vollmond, also jetzt kann man ihn noch nicht so gut sehen. Aber ich blende nachher so ein paar Fotos ein, die jetzt andere Teilnehmer gemacht haben, die auch zum Teil später gemacht haben. Und Claudia und Carsten nachher zum Verteilen zugeschickt haben. Ja, dann kann man auch schon die Farben vom Turm sehen. Also schon mal schönen Dank für die Bereitstellung dieser Fotos. Ja, hi. Da ist er. Ja, das ist jetzt die Beleuchtung von dem Kollegen mit seinem relativ hellen Scheinwerfer am Fahrrad. Sonst hätte man das jetzt ja auch nicht sehen können. Da hätte man nur oben das Leuchtfeuer gesehen. Weil ringsrum wirklich alles pechschwarz war. Also, Kontrolle Nummer 3. 140 Kilometer sind wir gefahren. Und ja, die anderen checken schon mit eBrevet ein. Das geht ja recht flott. Und nun muss ich habe die Aufgabe, da einen Was steht jetzt? Berg Was ist diese zu Infotafel? suchen, Wie ist der die hier? irgendwo auf irgendeiner Infotafel steht. Das ist jetzt meine Hast du das gar nicht Aufgabe. gemacht, die Frage. Nee, Also 12:30 haben hab ich wir. ja gemacht. Oder da unten waren auch noch Tafeln. Ja, mal gucken, was er. Nun muss ich irgendwie gucken, Nochmal zum Turm. die Frage zu beantworten. Nun fragen mich die anderen immer, mach mal den Turm schön hell. Sie wollten alle Fotos machen. Dann habe ich dann halt gegen den Leuchtturm geguckt und das Ding schön hell gemacht. Und dann musste ich auch noch zusehen, dass sich da schnell die Reifen wieder aufpumpt. Da ist dann doch recht viel Luft wieder rausgegangen. Und mit der kleinen Pumpe, also entweder ist sie klein und leicht, geht dafür aber. pumpt man dann, aber wenn man sie braucht, deutlich Ein mehr. bisschen geht immer noch raus. Ja, aber es ist nicht so viel. Ja. Ne, kommt er nicht. Irgendwie will er nicht. Na, ich tue mir dann doch so ein bisschen schwer mit meiner kleinen Luftpumpe da. Der dichtet nicht richtig ab. Kommt zumindest nicht. Das Ventil hatte ich wohl zu weit reingedreht. Und nun habe ich doch relativ lang da rumpumpen müssen, bis ich wieder den Druck, den ich wollte, auf den Reifen bekommen habe. Also das war, glaube ich, irgendwie zwischen 5 und 10 Minuten war ich da am Pumpen. Danach war ich richtig so ein bisschen aus der Puste. Und dann musste ich ja auch noch da meinen Bergnamen suchen, der da irgendwo auf irgendeiner Infotafel stand. Und die anderen wollten ja auch weiter. Denn mit dem Vollmond im Hintergrund und das fand ich wirklich so das schönste Foto, was einer der Teilnehmer gemacht hat. Also schönen Dank fürs Bereitstellen. Da mit dem Fahrer vorab und so einen tollen blauen Himmel. Also wirklich ganz toll. Ja, und dadurch, dass ich meine eBrevet-Karte da irgendwie einen Fehler bei der Bedienung gemacht habe, bin ich jetzt also mit der analogen Karte gefahren und hier war dann kein Stempel möglich, sondern hier musste ich jetzt eine Frage beantworten. Birkenberg. Na, auf der Infotafel ein Wort suchen. Ja, Schaffberg.
Der Schaffberg. Den soll ich nachher aufschreiben. Also schön merken und später bei einer Kontrolle werde ich den dann damit zuschreiben. Hoppala. Danke Und nun dir. geht's weiter. Danke dir. Wieder durch eine Riesenanzahl von Schafgattern. Haben jetzt also kurz vor 1 Uhr. Und das waren die Fotografen, die da auf dem Hinweg so bestimmten Kilometer vom Leuchtturm entfernt so Riesenobjektive aufgebaut haben. Wir haben denen die Piepwitze vertrieben oder was die da machen wollten. Ach so, du meinst, sie haben sich gefreut, dass wir da so schön Licht gemacht haben mit unseren Lichtfackeln. Ich glaube, die wollten eigentlich den Mond fotografieren. Ja. Ja, ich habe ihn gesehen, wie er so halb durchging. Aber ich hoffe, dass die Wolken verschwinden. Der ist ja richtig schön groß. Aber ja, eigentlich sollten die Wolken ja weg sein. Also das war diese kleine Spitze, in die wir da in das Wattenmeer fast reingefahren sind. Da sind wir jetzt wieder zurück am Deich. Und nun geht es wieder weiter mit den Schafgattern aufhalten. Die ganze Gruppe fährt durch. Und da werden also noch einige von kommen. Und jetzt so gegen 1 Uhr ist es auch noch sehr bewölkt. Das bricht nachher später in der Nacht dann auf und dann werden wir auch diesen Dankeschön. riesigen Mond sehen. Ach, die ganzen Schafe da. Die ganzen Augen gehen jetzt an. Ein Meer von 2 Augenpaaren. Gott, das Wasser hier. Ja, echt. Gatter Nummer 12, die ich gefilmt habe. Also es waren ein paar mehr, ich habe nicht immer Kamera angemacht. Danke. Ja, bleibt da schön sitzen, das ist gut. Oh, ich bin da. Da hat er sich beschwert wohl, dass wir da so viel Licht gemacht haben und Lärm. Die schlafen ganz gern auf den dann noch warmen Teerstraßen dort. Und kann übel enden, wenn die dann im letzten Moment sagen, ich laufe doch noch schnell irgendwo hin und einem dann vors Rad laufen. Danke. Beim Eidersperrweg, da werden wir dann wirklich, oder der da vorne in der Gruppe führt, der wird dann ein Tier anfahren. Bei den Schafen ist bei unserer Gruppe zum Glück nichts passiert. Sind also jetzt hinterm Deich. So Straßenbeleuchtung gibt es da eigentlich nicht. Das war wirklich pechschwarz, obwohl Vollmond da war. Dieser weiße Punkt, mit meinen Augen ist das schön groß, der Ball, der Mond nämlich. Tipp aber dies Weitwinkel sieht man echt nur so einen kleinen Lichtpunkt. Ja, jetzt ist er hinter dem Bildschirm. Nun haben wir erstmal wieder ein bisschen glatte Straße. Können wieder ordentlich Speed fahren. Drücken also ordentlich aufs Pedal. Ich habe hier nochmal gecheckt, wie jetzt die Temperaturen verlaufen werden. Also es wirkt eine wunderbar warme Nacht werden. Zumindest wenn man fährt, wenn man nachher steht, wird es dann in der Früh nachher doch ziemlich kühl. Also wir haben jetzt 1 Uhr genau, haben 155 Kilometer, fahren ja auf so einen riesigen Vollmond zu. Und gleich geht es nochmal ans Wasser ran. Kann man hier sehen, genau. Richtig schöner, dicker, runder Mond.
Und für uns geht es jetzt weiter auf so kleinen Wirtschaftswegen in stockdunkler Nacht. Nun sind wir am Eidersperrwerk. Da geht es jetzt einmal durch den Tunnel. Da ist das Schild. Und gleich wird was passieren. Hätte fast einen Unfall geben können. Kurz bevor wir in den Tunnel reinfahren. Ja, vorne ist eine ziemlich harte Bremsung gemacht worden. Und ich war ja an 3. Position, also hier der zweite Fahrer, der ist also gegen das Hinterrad gefahren. Aber Was war das denn? Weiter! Da sehen wir nichts da oben. Haben wir Glück gehabt, ne? Da war doch irgendwas über die Straße gelaufen oder war das eine Maus? Ne, okay. hier nochmal die Zeitlupe. Er hat nachher gesagt, das waren Mäuse, die überfahren hat, aber man sieht hier Kaninchen. Bist voll über die Maus rüber? Bist du auf die Maus raufgefahren? Aber ich dachte, was ist das denn? Irgendwas huschte da. Aber haben wir Glück gehabt, dass das keinen Sturz gab jetzt, ne? Mit dem Auffahren. Oh nein. Ja. Hat er zum Glück auch nicht überfahren. Das ist also mit dem Kopf gegen das Hinterrad gekommen. Ich hoffe, es geht dem Tier gut. Und da sieht man jetzt so, also er ist fast gegen die Schaltung vom Vordermann gefahren. Also hätte auch schnell zum Sturz kommen können. Es geht mal wieder zum Deich hoch. Das haben alle geschafft, sehr schnell zu bremsen. Danke. Jetzt geht es wieder am Deich weiter und wieder natürlich mit den ganzen Schafgattern. Oh, da vorne wird ein kleines Häschen gejagt. Ja, hier ist überall alles voll Tier. Also eben musste einer notbremsen wie im Kaninchen. Und eine Maus haben wir ihm zerteilt. Ja. Danke dir. Ja. Haben jetzt also noch 25 Kilometer bis nach Heide zum 4. Checkpoint. So, dann haben wir direkt mal den Wind von hinten. Und vor mir ist so ein riesiges Meer von roten Blinklichtern. Hier ist ja dieser riesige Wald von Windrädern. Die werden noch alle schön drehen, aber man sieht halt nur dieses Lichtermeer. Ich tippe mal, das sieht man auf der GoPro nicht, aber ringsherum, es sind bestimmt ein paar hundert Windmühlen hier. Ja, ist eindrucksvoll. Und jetzt haben wir 1:30. Einen Kilometer haben wir. ...170, also noch 130 Kilometer knapp. Und nächster Checkpoint ist in 22. Und dann muss ich auch dringend wieder meinen Reifen aufpumpen. Der verliert immer leider noch weiterhin Luft. Aber solange ich klarkomme, ist das ja alles ganz erträglich und noch gut machbar.
Darf halt nur nicht abspringen. Und so jagen wir als Gruppe weiter durch die Nacht auf diesen schönen schmalen Teerstraßen. Hinterm Deich immer noch. Über eine schöne flache Marsch. Diesmal jetzt mit Wind von hinten. Und sehen jetzt also immer wieder Tiere. Oh, ein Igel. Achtung, Igel. Ach scheiße, da habe ich mich verguckt. Naja, alle einmal in die Irre geführt. Tut mir leid. Also ein weiter. Das war jetzt die richtige Abbiegung. Da hatte ich vorher die davor gedacht, dass es hier ist. Nicht richtig raufgeguckt aufs Navi, weil auch immer wieder Tiere irgendwie plötzlich im Scheinwerferlicht auftauchten. Habe ich dann mehr auf die Straße geguckt als genau auf den Navigator. So, der nächste Checkpoint steht schon dran, nämlich Heide, 11 Kilometer noch. Wieder eine schöne glatte Straße. Und immer noch dieses Meer von den ganzen Windrädern oder deren Beleuchtung zu sehen. Und der große Mond. Ja, das ist jetzt Heide. Jetzt noch kurz zum Ziel. Ja. Ja genau, immer durch die Fußgängerzone und dann zur nächsten Tanke. Haben also 190 Kilometer knapp gefahren.
Kontrolle Nummer 4. Heide, wieder eine Tankstelle nach 193 Kilometern. Ohne Nachtschalter. Da konnte man sogar reingehen, wieder was kaufen. Also knappe 7,5 Stunden. Wir haben jetzt knapp 2:30. Und das nochmal der Track. Westerhever Leuchtturm Ja. Und können Sie die bis nach Uhrzeit Heide. aktuell da unten noch notieren? Dann kann ich den Kuli kurz haben, weil ich muss mir noch eine Frage beantworten. Dankeschön. Das ist ja der Schafberg. Genau, bevor ich es ja noch vergesse, lieber aufschreiben. 2 Geld 24 bitte. Das ist 224, ja. Danke Ihnen. Also es sind jetzt knapp 2:30 in Heide und ich habe mich wieder um meinen Reifen gekümmert. Und dann hatten die da so einen komischen Automaten. Also diese alten Pumphilfen, die klappen bei mir beim Rad einfach besser. Ja, Ja, da habe ich mich echt schwer getan. Mal wieder hätte ich mal nicht so lange rumprobieren sollen. Da war noch ziemlich weich der Hinterreifen. Und 5,5 Bar mochte er mir da einfach nicht raufmachen. Da habe ich bestimmt wieder 10 Minuten dran rumgespielt an diesem Ding. In der Zeit hätte ich das auch mit der kleinen Luftpumpe aufpumpen können. naja, besser ist nichts. Und so haben sich dann einige hier in diesem Store verpflegt, bisschen was zu essen, bisschen Getränke, haben dann ein bisschen Pause gemacht. So, eine kleine Pause. Bisschen was eingekauft, denn einige, die haben nichts mit. Und es geht weiter. Reifen wieder aufgefüllt. Und vor uns ist ein riesen Vollmond. Ja. Oh, und es ist kalt. Es ist richtig kalt jetzt. Hatten also in Heide einen 20-Minuten-Aufenthalt. Ist jetzt kurz vor 3. Aber wenn ich mich dicker anziehe, das friere ich aber. Dann tippe ich mal schwitzig nachher zu doll. Was haben wir denn jetzt für einen Zweck haben wir? 43. Also 43 Kilometer weiter durch die Nacht Richtung Schenefeld. Wieder eine Tankstelle. Letzte Zwischenkontrolle dort dann. Geht's für uns als Gruppe, die wir ab Kiel zusammenhängt, immer weiterfahren. Und man sieht jetzt schon, dass der Himmel so ein bisschen bläulicher wird, so ein bisschen heller und diese pechschwarze Nacht davon abgelöst wird. Und nun geht es über den Nordostseekanal. Es geht das letzte Mal über den Nordostseekanal. Die Brücke kenne ich gar nicht, da war ich noch nie drauf. Alte Grünenthaler Hochbrücke ist das. Sieht das skurril aus? Kann man empfehlen, bei Tag da mal hinzufahren. Dann ist ein riesen Hat einen schönen Ausblick auf den Kanal und die Umgebung. Haben also jetzt 3:30, 218 Kilometern und sind seit 8,5 Stunden auf den Rädern. Das war ein Foto, was ich einblende von
einem der Teilnehmer, die hier zu späterer oder frühen Morgenstunden lang gefahren sind, wo es ein bisschen heller war, oder das hier auch. Und so geht's weiter. Also dieser orangene gelbe Anteil, das ist die Wegstrecke, die innerhalb einer Stunde zurückgelegt wurde bei diesen Einblendungen. Und weiter wieder Ja, schnell ab, du. Druck aufs Pedal. Es wird wieder weiter durch die Nacht gejagt. Also es macht wirklich sehr viel Spaß, so bei Nacht mit so einem kleinen Trupp und ausreichend Beleuchtung, diese kleinen Feldwege da lang zu rauschen. Wird dann immer heller und es kommt auch so ein bisschen dieser Morgennebel auf den Feldern und Wiesen. Dauert also nicht mehr lang, bis die Sonne hochkommt. Sondern hier auf dem Navigationscomputer sehe ich das auch. Kurz vor 5 ist dann Sonnenaufgang. So, also wir haben jetzt 4 Uhr und es ist auch deutlich heller geworden schon. Also die Sonne bricht noch nicht durch. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Und wir sind jetzt kurz vorm letzten Zwischencheckpoint. Haben 230 Kilometer. Ja, und rasen hier weiter. Nicht mehr durch die Nacht. Aber es wird von Minute zu Minute wird es jetzt heller. Ja, man könnte fast denken, so mit dem Licht, wie es jetzt ist und wie es vorher war, dass es jetzt wirklich bei Tag ist, aber es ist gerade mal kurz nach 4 Uhr in der Nacht. So, der letzte Checkpoint vom Ziel, das ist jetzt Schönefeld. Es geht wieder zu einer Tankstelle. Ahai. Kontrolle Nummer 5 in Schenefeld bei Kilometer 237. Milchshop. Und wie üblich nachts dann immer gerne eine Tankstelle. Da ist immer irgendjemand, der einem was stempeln kann und wo man so ein bisschen Verpflegung kriegt. Also wie die E-Brevi-Fahrer wieder Fotos machen und da dann einchecken. Und ich lasse mir einen Stempel geben auf die analoge Brevi-Karte. Dankeschön. Oh, kleine Cola. Ach, die Uhrzeit fehlt jetzt. Beide zusammen oder getrennt? Nee, getrennt. Dann also mach ich mit Karte. Haben jetzt also 3:45 Uhr, haben da eine kleine Pause gemacht. Kurzer Break, einmal was essen. Und es ist einem wieder kalt oder wird es zumindest. Ja, wenn man da 20, 25 Minuten bei der Also Temperatur 4:04 draußen steht und nichts macht mehr, Und wir haben jetzt dann kühlt der Körper doch runter. Also 25 Minuten Pause. 39 scheinbar, ne? Oder? 30. Ja.
Aber es ist kalt. Wenn man sich nicht bewegt, ist es verdammt kalt. Aber ein paar Minuten fahren, dann ist einem wieder schön wohl. Und jetzt kommt gleich die Sonne hoch. Und auch hier wieder so diese traumhafte, nebelbedeckte Wiesenlandschaft. Alles voll Nebel. So ein schöner dicker Bodennebel. Und da kommt sie. Wir haben 5 Uhr, sind genau 250 Kilometer gefahren und der runde Sonnenball kommt hoch. Ja, traumhaft schön. Eine Stunde ist ja jetzt schon ausreichend hell. Nun kommt die Sonne. Und dann irgendwie in einer Stunde kommt dann auch noch die Wärme. Aber so viel haben wir ja gar nicht mehr, 50 Kilometer. Alle holen die Kameras raus und fotografieren die Sonne. Das ist wieder ein Foto von einem der Jetzt Teilnehmer mal höher kommt. aus unserer Gruppe. Und es war auch sehr schön und gelungen, dass wir immer entgegen der Sonne fuhren, also die nicht im Rücken hochging oder runter ging am Abend davor. Und weiterhin wird viel Druck aufs Pedal gemacht. Wir werden dann nachher eine Durchschnittszeit auf dem Rad von knapp 30 Stundenkilometern haben. Und am Deich haben wir ja also nicht so schnell fahren können. Es ist wirklich klasse, jetzt so diesen steigenden Sonnenaufgang zu fahren und dabei die Natur erwachen zu hören und weiter Kilometer um Kilometer zügig durch die Lande zu fahren.
zu diesen frühen Stunden so ganz allein auf den ganzen Straßen zu sein. Wir haben ja jetzt Sonntag. Die Leute schlafen alle aus und wir sind da alleine auf der Straße unterwegs. Claudia und Carsten haben wieder ihr Geschick gezeigt bei der Track-Auswahl. Und also immer wirklich schöne Straßen, nicht viel von Autos befahren. Und so nähern wir uns relativ zügig dem Start- und Zielpunkt in Kiel. Das ist ja bei Claudia zu Hause. Gesagt wurde ja, wenn man ab 7 Uhr ankommt, dann kann man dort noch etwas frühstücken bei denen im Garten. Ja, wir werden etwas zu früh ankommen. Sind also die erste Gruppe nachher am Ziel. Das ist jetzt so die Strecke kurz vor Kiel. Das ist wieder eine Bundesstraße oder so eine Landstraße, die zu einer Bundesstraße führt, die normalerweise ab Molfsee recht befahren ist. Aber an dem Sonntag so früh sehen wir da kein einziges Auto. Wir haben noch genau 6 Kilometer, dann sind wir zurück am Ziel. Wir sind eben gerade wieder aus Molfsee raus. Und jetzt geht es das letzte Stück hier bis nach Kiel. Das ist jetzt schon in Kiel. Gruppe ein letztes Mal so ein paar Höhenmeter erklimmen. Und das sind so die letzten Meter. Knapp über 300 haben wir jetzt. Wir sind zurück. Die letzten Meterchen. Und die Fahrt durch die kürzeste Nacht, die wir haben, ja, ist hiermit zu Ende. Die Endkontrolle. Insgesamt 310 Kilometer. Knapp unter 12 Stunden war die Brevetzeit.
Hat Spaß gemacht. Na, was macht die Luft? Jetzt ist er stramm geblieben, komischerweise. Ja, jetzt ist er dicht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich weiß nicht, was da war. Weil ein Loch habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist auch eins drin, ich habe es nicht gesehen. Danke. Also Zeit in Bewegung 10,5 Stunden. Wie auch immer. Und hier nochmal Durchschnittswert in Bewegung 29,6. Und der letzte Stempel. Ja, aber. Hast du die falsche Zeit gesagt, ne? 19 Uhr hätten wir gesagt. Also das war's. Eine wirklich sehr gelungene Tour durch die kürzeste Nacht des Jahres. Mir hat das wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Also schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.